Ich bin hier in Medjugorje und ich bin mit, wie heißt du? Hans Aus Deutschland. Deutschland. Ja. Hans aus Deutschland. Ja. Und wie oft warst du in Medjugorje? Jetzt das 5. Mal innerhalb von einem Jahr. Wow, warum Ja. kommst du 5-mal innerhalb von einem Jahr hier? Das ist ganz einfach zu erklären. Es war erstmal eine Aufforderung von einer Freundin von mir, die gesagt hatte, über Jahre, nachdem wir in Lourdes und Fatima waren, hierher zu kommen. Und das hat uns natürlich ganz anders erlebbar gemacht, weil die Nähe von Maria viel spürbarer ist. Warum ist es so? Wie würdest du es beschreiben für jemanden, der noch nie in Medjugorje war? Das ist so. Das ist die Anrührung. Ja? Wer nach innen schauen kann und will, der fühlt die Anrührung. Wow. Und es kommt aus dem Nichts heraus. Ja? Also es kommt aus dem Nichts heraus, auch gerade wenn man irgendwie das gar nicht erwartet. Man ist ganz woanders mit den Gedanken und plötzlich kommt von innen, wird es warm und dann kommt ein Gefühl, eine Stimme, die etwas trifft, was jedes Mal so passt, dass man unglaublich angerührt ist. Und man erlebt das bei jedem um einen herum. Manchen aus dem Nichts laufen die Tränen, andere stocken. Und man kann es nicht erklären. Also, und ich habe viele Jahre, es gab viel Unruhen bei uns im Leben und ich habe mir immer Frieden gewünscht. Und Ich auch, als ja. ich hierher kam, auf diesen großen Platz, und ich habe mich da hingesetzt und plötzlich, ich habe nur gedacht, ich stehe hier nie wieder auf. Ja? Ich Genau stehe so. hier nie wieder Ja. auf, Ja. weil es war Frieden. Und seitdem immer wieder. Und ich muss hierher kommen, um diesen Frieden zu fühlen und dann kann ich auch wieder fahren. Es ist wie ein Andocken in die Steckdose und dann darf ich wieder gehen. Und das ist fantastisch. Und man muss es selber erleben. Genau. Man muss kommen und es selber erleben. Man kann es ein bisschen beschreiben, aber man muss es Ja. selber erleben. Ihr wart immer katholisch in eurem Leben? Ja, aber nicht immer So mehr so kultureller Katholik kulturell, wie ich ja, auch. ganz normaler, sozialisierter. Kultureller, weil es halt kultureller, alle ja. machen Ja. und die Eltern haben gesagt, Ja. muss man machen, Ja. Sonntagskirche Ja. gehen. Ja. Und wo hat sich dann geändert, dass ihr gesagt habt, jetzt, weil es ist ja jetzt vom Ich Herzen glaube, irgendwas Ich berührt glaube, die euch? einfache Erfahrung ist in dem Moment, wo die Frage der Tragik, die um einen herum ist oder die ich selber mit mir erlebe, eine Zuordnung findet in Kräften, die destruktiv sind und dem Glauben, dem Maria und Christus feindlich gegenüberstehen. Wenn das bewusst wird, dann kommt eine Notwendigkeit hervor. Und das ist dann eine ganz klare Inspiration für diesen Prozess, sich zu positionieren. Und dazu ist Medjugorje einfach vollkommene Rückendeckung und Erklärung. Ja? Und ich glaube, was hier noch ist oder was meine Erfahrung war, klar, wenn ich in die Kirche gegangen bin oder ich habe gebetet oder meditiert oder sowas, klar war für mich erstmal der Glaube gelebt. Aber im Nachhinein, seit ich herkomme, kann ich wirklich sagen, Jesus lebt, Maria lebt, die sind hier, die sind bei mir, mit denen kann ich reden. Das ist nicht, ich gehe in die Kirche, da sind ein paar Figuren, da ist ein Kreuz und da hängt Jesus Christus und da steht als Marmorstatue Maria mit dem Kind auf dem Arm. Nein, die ist lebendig, die ist mit mir, die kennt mich, die liebt mich. Ja. Jede Situation, auch wenn man Fehler macht, man muss nichts machen, um geliebt Nein. zu sein. Und sie will mich genauso, wie ich bin und ich brauche nur Ja sagen. Und dann gibt sie mir auch alles, was ich brauche. Also was ich, seit einem Jahr hierher kommen, alles bekomme, es ist ein Prozess und ich muss an mir arbeiten, aber es hat eine Veränderung gegeben, die ich so nie weder gehofft, also noch nie mich getraut habe zu hoffen. Ja. Oder Hoffen zu zu erwarten dürfen. oder dass es passieren Erwarten, könnte. genau. Bei mir ist das Gleiche. Und was war die Veränderung? Ja, ist es zu privat oder okay? Zum Generellen, um Leuten Es- Mut zu machen? Also vielleicht erstmal Ja. als Vorlauf, ich glaube, diese Erfahrung des persönlichen Gottes ist auf jeden Fall eine ganz direkte Erfahrung. Und was natürlich für manche absurd klingt, aber dass die Auseinandersetzung hier, die man mit dem Satan bewusst thematisiert, bekommt eine Aufforderung im Inneren, viele Situationen zu identifizieren an sich selbst, in sich selbst und außen und dann sich zu positionieren und zu verändern. Und so ist jedes Nachhausegehen mit auch einer ganz schönen Anforderung. Ja, Hausaufgaben. Hausaufgaben, Hausaufgaben, ja, aber schöne Hausaufgaben. Ja, toll. Also ihr habt hier auch die Erfahrung gemacht, gerade in Deutschland
glaube ich, denken es viele, aber weltweit, ich stelle immer die Frage, viele Leute denken, Gott der Vater ist ein alter Mann mit einem weißen Bart, der happy ist, wenn wir einen Fehler machen, dann kann er uns in die Hölle schicken. Und das denken viele Leute und sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ich habe hier jemanden gefragt, einen Diakon aus Österreich, der hat gesagt, das ist ein diabolisches, ein teuflisches Bild vom Gott dem Vater, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Was? Gott der Vater ist Liebe, habt ihr diese Erfahrung hier gemacht? Pure Liebe. Man muss nichts machen. In Deutschland müssen wir immer was machen, dass wir geliebt sind. Stimmt nicht. Er liebt uns so, wie wir sind und ist gut, so wie man ist. Ne? Aber wir können uns das halt aus der Erfahrung der Liebe, die wir haben, Ja. ich meine, das ist rein psychologisch auch ganz einfach, Ja. können wir uns das gar nicht vorstellen. Und aber in dieser Ungeheuerlichkeit, die Jesus Christus da am Kreuz geleistet hat, und es ist ungeheuerlich, es würde kein Mensch Ja, machen. sagt mein Bruder auch, das Kein muss Gott ein Mensch. Mensch gewesen sein. Schafft keiner. Nein, also das, was der da Ertragen so hat. furchtbar, das muss pure Liebe sein, weil aus einem anderen gibt es das nicht. Ja. Komplett. Ich habe im jüdischen Rabbiner mal gelernt und er hat gesagt, die Liebe von Gott kommt am nächsten in dieser Welt. Die Liebe von einer Mutter zu ihrem Kind. Das ist vielleicht das Nächste. Bedingungslos sich aufopfern, das eigene Leben hergeben dafür. Ja. Und so weiter, dass das Kind leben kann. Ne? Und du hast als Mann auch diese Erfahrung gemacht, dass Gott Liebe ist, nicht mehr dieser strenge, wie es Also vielleicht ich im habe das Alten Problem Testament mit diesem alten Gottesbild habe ich nicht. Hattest du gute Nee. Beziehung zu deinem biologischen Vater? War der nett? In Form gute Eltern, Ja? die, sagen wir mal, bei der Anzahl vieler Kinder, die Kinder eher haben verwahrlosen lassen im Sinne von Aufmerksamkeit, aber das in großer Liebe. Ja. Deswegen habe ich da kein Problem mit diesem Vaterbild, Ja. beziehungsweise ich habe ihn immer geliebt und das war für mich meine Wahrheit. Ob er mich geliebt hat, musste ich dann verdauen, dass ich das nicht so gesehen habe. Aber in der Vorsorge, Fürsorge und Umsorge ist mir später klar geworden, dass das schon gewesen ist. Und vor allem aus diesem Blick dieser unglaublichen Traumatisierung des 20. Jahrhunderts Ja. war es klar, dass die das nicht leisten können. Ja. Und jetzt an uns ist, da weiterzugehen. Ja. Und was ich hier halt erlebe, ist die Bestätigung, dass einfach das Wachsen in Liebe halt eine wahnsinnige Herausforderung ist. Und da so ganz am Anfang stehen, dass es sich dann auch lohnt, weiterzugehen. Ja. Und ihr habt jetzt hier gesehen, seid ihr mal zur Beichte gegangen, die ist sehr wichtig Ja. in Medjugorje. Das Was- Schöne ist ja. die Beichte, weil es... Was ist so schön? Viele Leute denken, das ist ein Raum, der ist ein Vorhang und da ist dann der Priester dahinter und der tut uns dann verurteilen, so Sau machen. Auf Hochdeutsch. Nee, Macht aber nicht. also er macht das überhaupt nicht und vor allen Dingen, also ich musste auch nochmal mit einem Priester mit mir drüber reden, weil immer wenn ich denke, ich habe dann gesündigt oder ich gehe dann zur Beichte und sage, ich habe eine Sünde Und was begangen ist eine und dann Sünde? Ist, sagt dass man nicht er, ehrlich war, ich authentisch, denke- liebevoll war. genau, Das ist, und- Sünde ist so hart irgendwie, aber das ist, Genau, dass man und- einfach gegen die Liebe verstoßen hat. ja, mein Problem ist, dass mir jedes Mal gesagt wird, aber das ist doch gar keine Sünde. Sünde. Dann gucke ich ihn immer an und denke so, okay, was ist jetzt eigentlich Sünde? Ja, also Ja. was soll ich denn jetzt beichten? Also von daher, das ist es, aber aber es ist halt jedes Mal, dass ich weggehe und ich bin total erleichtert. Ich habe gedacht, ich kann jetzt feiern gehen. Ja, ich Das auch. ist, Jetzt das jeden ist umarmen. So, ja, genau, ist total schön und das erlebe ich sonst fast gar nicht. Und Wir rennen alle zum Psychologen, bezahlen einen Haufen Geld und kommt nichts raus. reicht die Beichte und zack, ist weg. Und es Ja. ist wirklich weg. Ja. Und das ist total toll. Und die Freude, dass es weg ist, motiviert total, anders damit umzugehen. Jawohl. Ja? Und das ist schön. Aber was eben auch toll hier ist, was wir erleben, was ich eben früher nie auf dem Schirm hatte, ist die Eucharistie. Ja, erzähl. Weil wir sagen in unserem Glauben, wenn man gebeichtet hat, man ist im Stand der Gnade, kann man die Eucharistie empfangen. Viele wissen aber nicht mal, was Eucharistie ist. Was ist es? Erklär. Das ist der Leib Christi. Ja? Leib und Blut Christi, das Reell. heißt, es ist reell, es ist kein Symbol. Es ist so, also nicht, ich esse jetzt kein Fleisch oder sowas, aber es ist, ich nehme das Opfer, was Jesus Christus, dieses, was ich vorhin gesagt habe, ungeheuerliche Opfer in mir auf. Und dann kann Und der er in mir wiederauferstandene leben. Jesus Ja, auf. genau. Nicht der Tote am Kreuz, Nee, sondern nee. der Wiederauferstandene. Ja. Dieser kleine Abbruch von diesem Ja. kleinen Brot in den Kelch, das heißt Jesus Wiederaufstand. Ja. Diese Energie oder dieses Wesen nehmen wir in uns auf. Widerstanden, ist- Liebe, Hoffnung, Glauben, Enthusiasmus. Ja? Power. Ja. Es ist Power pur. Es ist Schutz pur Ja. vor irgendwelchen Ja. Attacken. Auch Ja, irgendwas. das sind wir alle. Und von daher, ja. Unglaublich. Für dich die Beichte? Gehst du hin? Ist es schwer für dich? Was würdest du Leuten sagen? Warum? Nein, also es ist eine Erfahrung, die Ja. lohnt. Vor allem, wenn man es vorher nicht so richtig gemacht hat oder nie gemacht hat. Aber die Anteilnahme, Ja.
die mir entgegenkam und vor allem nachher die Segnung, die faktisch halt was bewirkt, in dem Moment erlebbar ist, macht deutlich, dass das eine Realität im Hintergrund hat, die ich nicht so verstehe, aber die ich halt entdecken kann. Und es ist auch da ein Weg, glaube ich, der gegangen werden muss, der noch gar kein Ende hat. Aber das ist ein Weg, der ganz klar Regeln und eine Ordnung hat. Ja. Und wir alle halt, wollen Ordnung. Ja, und die halt sehr liebevoll ist. Ja. Ja. Liebevoll. Ja. Überhaupt nichts Strenges, Verurteilendes. Das ist genau das Gegenteil. Aber ich glaube auch, dass hier eine Erneuerung stattfindet. Das muss man auch sagen. Das ist aus den Berichten von anderen, die mit Religion, Kirche zu tun haben, auch nicht vergleichbar. Man muss sagen, das ist eine Erneuerung, die hier stattfindet, die auch sensationell ist und vielleicht deswegen den Ort auch so reich macht. Und man erlebt hier halt, dass was man sonst aus der alten Kirche als vielleicht Strenge und Bevormundung ansieht, man erlebt hier, dass es das eben gar nicht ist. Also es wirkt hier völlig anders und es ist etwas tatsächlich, wie eben auch hier, also eine liebevolle Mutter sagt ihren Kindern, wie es halt am besten ist, ohne dass sie sich wehtun. Ja. Ja, Aber es ist so zärtlich, tue, aber auch bestimmt. Habt ihr auch die Genau. Erfahrung gemacht? Ja, weil Ja, wenn ja, Mutter es ist ist, ganz klar. tu nicht die Finger auf die heiße Platte. Genau, und so ist es und so ist es, erlebe ich das und je mehr man dem folgt, ohne das jetzt als bösartige Bevormundung zu nehmen, aber je mehr man dem folgt, desto glücklicher und auch ruhiger wird das Leben. Ja. Also ich erlebe es als viel friedvoller, also all das, was ich mir früher hier gewünscht habe, kommt. Von Auch wenn's alleine? gleich von alleine, genau, auch wenn es viel Arbeit ist. In der Aber macht ihr Arbeit. die Erfahrung, was hier gelernt wird in der ganzen Zeit, wenn man lebt in der Intention, dein Wille geschehe, wie es im Vater unser gesagt wird, dass man nicht seinem Ego folgt und diesen Wünschen, das will ich jetzt, sondern sagt, ich lasse los, ich übergebe Gott. Und jetzt haben wir von dem Gott gesprochen, der gut ist. Das ist die Voraussetzung, dass man die Gotteserfahrung macht, dass ein liebender Gott ist. Dann kann man auch übergeben und weiß, dass was Schönes kommt, dass dann schöne Sachen kommen. Und man gar nicht so. Ist das bei euch auch so? Ja, es entspricht uns mehr, als wir es selber denken würden oft. Also der kennt uns besser als wir. Ja? Also sagen wir mal, Ja. das Schöne kommt sicherlich, aber es kommt halt auch das Leidvolle. Ja, kommt auch, gehört Ja. dazu. Das erlebe ich in der Weise, dass man es überwinden kann und auch in diesem Glauben an diese Kraft überwindet, ist dann auch das Erleben, dass es uns zugetraut wird. Also es ist nicht nur schön, es ist halt auch Aber du hast die Erfahrung, schmerzhaft. genau, habe ich auch viele schmerzhafte Erfahrungen. Aber habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass in diesen Problemen, in diesen Herausforderungen oft mal irgendein Goldstück vergraben ist, dass man in dieser Herausforderung suchen muss und dann irgendwann was Also das hat durchgestanden eine hat? Selbstverständlichkeit. Ja. Also ich glaube, die ist ja Teil des Glaubens. Ja. Also dieses, dass da nachher ein hoher Wert raus erwächst, ist, glaube ich, die Selbstverständlichkeit, die dann in dieser Beziehung auch erlebt ist. Ja, sonst glaube ich, das fand ich auch eindrücklichst, dass jedes Glauben, das ich habe, eigentlich eine Gnade ist. Dass es gar nicht von mir kommt, diese Möglichkeit. Und deswegen ist das auch wieder nur ein reiner Entdeckungsprozess. Ja. Ja. Und ihr habt die Erfahrung gemacht, dass es eine persönliche Beziehung ist, dass du praktisch mit Jesus wie mit einem Freund, der ist vielleicht jetzt nicht sichtbar, aber er ist da und er spricht im Herzen oder durch, dass wir uns jetzt getroffen haben, Zufälle im Buch, im Film, was auch immer, dass man dann weiß, das ist die Antwort. Für euch auch so? Ich hatte das, also ich hatte mit Kreuzweg ehrlich gesagt nie groß was zu tun und ich bin diesen Kreuzweg zum White Cross hochgelaufen und ich habe das immer nur geguckt und dachte, irgendwie fühle mich dafür noch nicht bereit. Ja, Ist und man dann manchmal. stand ich, guckte aber dann auf dieses Bild, wo er aufs Kreuz genagelt wurde und dann kam so eine Welle von Wärme und Liebe und eine Stimme, das habe ich für dich getan. Also das war so ungeheuerlich, also ich konnte gar nicht mehr. Der Wein war voller, das ist der Tränen, der Gnade. Ja, wo das also da geht was los, das kann man sich gar nicht vorstellen und das ist punktuell, es ist einfach da und das ist persönlich. Ja, es ist ganz. Das ist eine persönliche Beziehung. Ja, für ist dich ganz auch. persönlich. Ja, okay, ihr müsst los. Die letzte Wir Frage. müssen, genau. Was würdet ihr den Leuten sagen, warum mal nach Medjugorje kommen? Einfach kommen. Es wird was passieren, es passiert mit jedem was. Ich glaube nicht, dass irgendeiner hier geht und es ist immer für jeden was dabei. Und einfach neugierig sein
offenen Herzens und auch nicht mit dieser Großspannung, boah, jetzt muss irgendwas passieren. Genau. Boah. Nein, also wie gesagt, ich kam gestern vom Klo. Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht und dann kam der Satz. Ja, Die Revelation, die ja, da Eingabe. kam was für mich Ja. kommen musste und nicht, als ich vor ihr gekniet habe oder so, Ja, sondern So sagt der Priester ja, bin ihr müsst von hier der nicht Toilette rumrennen, gekommen. einfach warten, der Heilige Geist führt euch. Ja? Bei dir, Toilette, bei dir ist es genauso. Was würdest du Leuten sagen, warum, Medjugorje? Also ich Warum, Herr glaube, Kollmann? klar, wer Lust hat auf Erfahrung, die ihn verändert, da ist dieser Ort sicher sehr gut und gesichert. Das muss man allerdings erleben, erst dann hat es eine Wirklichkeit. Aber wenn ich in einer Not, die ich überall erkenne, auch in mir und auch um mich herum, eine Wende haben will, also eine Notwendigkeit habe für eine Veränderung, dann ist dieser Ort ein gesicherter Ort, der mir weiter hilft. Also ganz konkret. Das Und ist auf dem Weg hierher, ganz die allerletzte Frage, ihr habt den Rosenkranz. Warum ist der Rosenkranz so kraftvoll? Weil dann kann man ja schon in Deutschland beten und für mich war das eine Hinführung hierher. Warum ist dieses Gebet so toll? In einem Wort, einem Satz. Der also Rosenkranz, wenn es diese mir Meditation. schlecht geht Ja. und ich fühle mich von meiner Innenwelt völlig überfordert, mir geht's schlecht, mir geht's übel, ich fühle mich attackiert, ich komme mit mir nicht mehr klar und ich fange dann an, den Rosenkranz zu beten. Geht es mir spätestens beim Anfang des zweiten Rosenkranzes besser. Ja. Frieden, wieder Tiefen, Es ist wie eine Erlösung. Erlösung. Wie eine Erlösung. Für dich auch? Also ich merke, dass der Rosenkranz? Rosenkranz nur eine Notwendigkeit hat, wenn ich sehe, wie groß meine Unlust ist, ihn zu beten. Wow. Was kann man sagen? Danke für dieses tolle Interview.